Das war schon das erste zentrale Thema, die Wärmetransporte. Und das zweite, das sind die Gastransporte. Also bisher haben wir uns nur die Wärme angeguckt. Und wenn wir von Gastransporten reden, also die Feuchtigkeit, uns interessiert ja die Feuchtigkeit. Die Gastransporte interessieren uns in erster Linie gar nicht. Aber wenn wir über Feuchtigkeitsverhältnisse reden, dann müssen wir uns eben anschauen, Gastransporte anschauen, weil Wasserdampf ist ein Gas. Wasserdampf ist nichts anderes. Also in dem aggregatförmigen Gaszustand von Wasser ist es eben Wasserdampf. Es ist ein Gas, es verhält sich wie alle anderen Gase auch. Luft ist ein Gasgemisch mit eben hauptsächlich Stickstoff, Sauerstoff und Argon. Argon zählt auch noch mit seinen 1% zu den Hauptbestandteilen der Luft. Und dann gibt es etliche Spurengase wie CO2. Und mit maximal 4% Volumenanteil ist unter natürlichen Bedingungen auch immer das Teilgas Wasserdampf in der Luft enthalten. Und es verhält sich wie alle anderen Gase auch. Es will sich gleichmäßig verteilen. Das haben alle Gase gemein. Wir denken, viele denken im ersten Moment, ja, CO2 ist schwer, fällt auf den Boden, Wasserdampf ist leicht, will nach oben. Ne? Aber das ist nicht das, was das Gas will. Das Gas will sich gleichmäßig verteilen. Wenn wir hier ein Leck mit einer CO2-Leitung hätten und da wäre jetzt ein Leck und das würde jetzt hier in den Raum einströmen, dann würde das auf den Boden fallen. Dann hätten wir hier unten komplett auf dem Boden schnell eine Schicht von 10, 20, 30 Zentimetern mit ganz viel CO2. Wenn wir jetzt das schließen, das Leck, dann würde das aber nicht da unten bleiben wollen, sondern innerhalb von ein paar Stunden hat sich das komplett im Raum gleichmäßig verteilt. Und wir haben überall eine gleichmäßige Gaskonzentration. Genau das macht Wasserdampf auch. Wasserdampf will sich gleichmäßig im Raum verteilen. Wie das genau funktioniert, diese Diffusionsprozesse, das sprengt heute ein bisschen den Rahmen, da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das machen Gase so. Sie streben, und das machen sie unabhängig von den anderen Gaskonzentrationen. Das Gas Wasserdampf interessiert nicht die Bohne, was das Gas CO2 macht oder Stickstoff, ist dem völlig egal. Das sieht einfach nur, oh, da hinten ist wenig Wasserdampf, und dann will es sich dahin verteilen. Also die bewegen sich im Raum komplett unabhängig von den anderen Teilgasen. Es gibt aber einen ganz, ganz wichtigen Unterschied. Der ist wirklich gravierend, was Wasserdampf besonders macht. Und zwar, jedes andere Teilgas, CO2, Stickstoff, können wir beliebig anreichern in der Luft. Wir können die Konzentration auf 99% hochtreiben. Wir können so viel Gas in dieses Luftgemisch reinpacken. Und unabhängig von der Temperatur, wir können die Konzentration beliebig erhöhen. Das können wir bei Wasserdampf nicht machen. Wasserdampf da gibt es eine natürliche Grenze. Die Luft kann nur eine bestimmte Menge Wasserdampf von dem Gas aufnehmen. Wenn wir mehr reinpumpen in die Luft, dann fällt es an anderer Stelle aus der Luft wieder raus. Es kondensiert. Und diese Obergrenze ist abhängig von der Temperatur. Und deswegen müssen wir die Begriffe, und die müssen wir kurz besprechen, absolute und relative Luftfeuchte besprechen. Das hat mit Sicherheit schon jeder von Ihnen gehört. Und die absolute Luftfeuchte ist genauso, wie wir andere Gaskonzentrationen beschreiben würden, beschreibt die einfach, wie viele Moleküle sind wirklich in der Luft. Also wie viel Wasser ist wirklich, also wie viele Gramm Wasser sind in einem Kubikmeter Luft enthalten, in gasförmiger Form. So würden wir die anderen Gaskonzentrationen auch beschreiben. So beschreiben wir die Gaskonzentration von Stickstoff, CO2 und so weiter. Und die relative Luftfeuchte sagt uns jetzt, wie viel Wasser ist... Ich rede mal einfach weiter. Die relative Luftfeuchte sagt uns jetzt, wie viel Wasser ist drin, bezogen im Verhältnis auf die Menge, die es bei der Temperatur gerade tragen könnte. Also, Sie können sich das wie einen Eimer vorstellen. Ein Eimer, der seine Größe verändert mit der Temperatur. Bei 23 Grad haben wir jetzt diese Eimergröße, und wenn die relative Luftfeuchte 100% ist, also wenn der Eimer komplett gefüllt ist, das ist jetzt Zufall, dass das die gleichen Zahlen im Betrag sind, dann haben wir 23 Gramm Wasser pro Kubikmeter in dieser Luft drin. Die relative Luftfeuchte ist jetzt 100%, die Luft ist gesättigt. Würden wir mehr Wasserdampf reinpacken, dann würde es an anderer Stelle rausfallen, es würde kondensieren. Wenn wir ändern jetzt an der Luftfeuchte nichts, wir erwärmen einfach nur die Luft, dann machen wir den Eimer größer. Der Eimer kann jetzt plötzlich bei 35 Grad Brutnesstemperatur, kann er jetzt plötzlich
Er hat jetzt, weil wir an dem Wasserstand nichts geändert haben, sind immer noch nur diese 23 Gramm drin. Er könnte jetzt aber das Doppelte tragen. Er könnte jetzt 46 Gramm tragen. Und deswegen ist jetzt die relative Luftfeuchte nur noch 50%. Das heißt, die relative Luftfeuchte ist direkt abhängig von der Temperatur. Wenn wir einen gleichen Wasserdampfdruck haben, wenn wir den gleichen Wasserdampfgehalt haben in der Luft, dann entscheidet die Temperatur, wo es am trockensten ist. Also wir können jetzt zum Beispiel überschläglich sagen, hier in diesem Raum sind überall gleichmäßig verteilt, wir haben eine gleichmäßige Wasserdampfkonzentration von beispielsweise eben 23 Gramm. So, und dann, wenn wir jetzt messen würden, die relative Luftfeuchte direkt oberhalb eines Heizkörpers, dann würden wir da messen, da ist die Luft relativ trocken, da ist die relative Luftfeuchte meinetwegen 30%. Wenn wir jetzt da oben in irgendeiner kalten Ecke messen, obwohl die gleiche Menge Wasser hier überall im Raum ist, da sind genauso viele Wassermoleküle wie da, ne? Gleichmäßig verteilt im Raum. Aber da oben hätten wir eine relative Luftfeuchte von 70-80%. Die Temperatur entscheidet darüber, wenn die gleiche Menge Wasserdampf im Raum ist, entscheidet die Temperatur darüber, wie hoch die relative Luftfeuchte ist. Wenn wir die Temperatur jetzt abkühlen, beispielsweise auf 12 Grad, und wir haben immer noch die gleiche Wassermenge eigentlich im Eimer drin gehabt, dann ist der Eimer plötzlich zu klein. Und alles überschüssige Wasser fällt jetzt raus. In der Natur sieht das dann so aus wie hier. Da haben wir Nebelwirkung, ne, Nebelbildung also Kondenswasser kennen wir ja überall, aus dem Badezimmerbereich, überall, wo warm Wasser benutzt wird. Ne? Es fällt halt Kondenswasser aus der Luft heraus. So, das Einzige, was wir jetzt noch klären müssen, ist eigentlich der Wasserdampfdruck. Die Anzahl der Wassermoleküle in der Luft, die üben einen Druck aus. Wir haben also einen direkten Zusammenhang zwischen der Anzahl, also der absoluten Feuchte, der Anzahl der Wassermoleküle in der Luft und dem Wasserdampfdruck, den dieses Gas eben, das möchte sich ausbreiten, den dieses quasi, muss man sich vorstellen, als hätte man Wände und mit welcher Kraft drückt das jetzt auf die Wände. Also das ist, wenn wir draußen keinen Wasserdampfdruck hätten, also ein verschlossener Behälter, und wie drückt das Gas jetzt in alle Richtungen, das ist der Wasserdampfdruck. Und weil der steigt halt direkt abhängig von der Anzahl der Wassermoleküle. Das heißt, verdoppeln wir die Wassermoleküle in der Luft, dann verdoppeln wir den Wasserdampfdruck. Im Grunde können wir jetzt, wenn wir im Bienenbau über diese Verhältnisse, die Feuchteverhältnisse reden, ist es eigentlich egal, ob wir von der absoluten Luftfeuchte reden oder vom Wasserdampfdruck. Aber das sind die entscheidenden Größen, wenn wir uns Gastransporte anschauen. Weil das Gas verteilt sich immer, das möchte immer von der großen Konzentration in Richtung der niedrigen Konzentration. Das heißt, dieses Dampfdruckgefälle, wenn es ein Wasserdampfdruckgefälle gibt, dann bestimmt das die Richtung, in welche Wassertransporte, Gastransporte jetzt stattfinden. Jetzt schauen wir uns das mal ganz anschaulich im Bienenstock an. Wie sieht das denn im Bienenstock aus? Also wir betrachten jetzt erstmal eine Bienenwohnung. Bienenwohnung hat ein Loch, ne? Flugloch, ganzjährig, ist immer ein Loch. Wir haben also einen Behälter mit einem Loch. Wir haben draußen einen Wasserdampfdruck, der schwankt im Verlauf des Tages. Der hat ungefähr die gleiche Kurve wie die Temperaturkurve, weil einfach mit Anstieg der Temperatur, da lasse ich noch ein Wort fallen, mit Ansteigen der Luft, mit der Temperatur wird die Luft durstiger. Es gibt einen Dampfhunger. Das heißt, sie kann mehr Wasser tragen und dann will sie auch mehr Wasser tragen. Die Luft, man muss sich das so vorstellen, die Luft will sich immer maximal sättigen. Die ist immer auf der Suche danach, alles Wasser, was sie finden kann, aufzunehmen. Und das tut sie umso aggressiver, je trockener sie ist. Also wenn die relative Luftfeuchte niedrig ist, dann hat sie einen sehr großen Dampfhunger und dann will sie eben allen Wasseroberflächen, Lebewesen, Pflanzen, will sie eben Wassermoleküle entreißen und nimmt alles auf. So, das heißt, wir haben eine Schwankung, deswegen geht der Dampfdruck im Tagesverlauf mit den Temperaturen auch nach oben. Und es gibt dann eine ähnliche Kurve, auch so eine sinusförmige Kurve wie bei der Temperatur. Das heißt, draußen schwankt der Dampfdruck. Was passiert mit dem Dampfdruck? In so einer Bienenwohnung, die leer ist, können Sie sich das vorstellen? Wir haben ein Loch. Passiert genau das Gleiche. Wenn der stellt sich auf dem gleichen Niveau ein, ein bisschen Zeit versetzt, weil das dauert ein bisschen Zeit, ja, aber nicht lange. So, jetzt steigt der Dampfdruck hier hoch, drinnen ist er gleich. Ja, also das passiert also leicht im Zeitversatz. Er geht hier hoch, dann geht er hinterher. In einer leeren Bienenwohnung haben wir immer innen den gleichen Wasserdampfdruck wie außen. Jetzt haben wir aber in einem besetzten Bienenstock, haben wir
Das sind übrigens Erkenntnisse jetzt von Büdel, die er auch also über viele Jahre mit Messreihen belegt hat. Ne? In einem besetzten Bienenstock haben wir jetzt Bienen, die einen wahnsinnig hohen Wasserdampfausstoß haben durch das Brutnest mit der offenen Brut. Ne, da ist Futtersaft drin und bei den hohen Temperaturen und den niedrigen relativen Luftfeuchten in den Wabengassen wird da also wahnsinnig viel Feuchtigkeit rausgezogen. Das müssen die Bienen ständig auffüllen wieder. Und also wird viel Feuchtigkeit an die Luft abgegeben. Auch die Eindickung des Honigs findet ja zum großen Teil im Bienenstock statt. Auch das gibt wahnsinnig viel Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Das heißt, wir haben einen stetigen Zufluss und auch die Transpiration der Bienen selber, der Stoffwechsel, ne, alles das gibt ja Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Und deswegen haben wir innen immer einen etwas erhöhten Wasserdampfdruck als außen. Er ist immer leicht erhöht. Der Wasserdampfdruck innen folgt dem außen, aber immer leicht erhöht. Das ist ein ganz wunderschöner Zusammenhang, den Büdel da rausgefunden hat und den er eben mit unzähligen Messreihen belegt. Eine davon sehen wir hier. Da sehen wir jetzt einfach mal den Tagesverlauf. Das ist im März ist das. Ne, wir haben einmal die rote Außentemperatur, Außenwasserdampfdruck und dann den blauen Wasserdampfdruck auf der Innenseite der besetzten Bienenwohnung. Und wir sehen, wir haben eigentlich immer, ist jetzt noch kein großes Brutnest, wenn überhaupt schon Brut da ist. Der Dampfdruck ist also nur minimal höher. Da sind gerade mal ein Milligramm pro Liter, ein Gramm pro Kubikmeter mehr Wasser in der Luft innen als außen. Aber er ist innen höher und er folgt aber immer dem Verlauf außen. Also der Dampfdruck innen steigt, also wenn er außen steigt und sinkt wieder, wenn er außen sinkt. Aber immer leicht erhöht. Das ist eine der Hauptquellen, ne? Also vielleicht sogar die größte Quelle. Also diese hohen Temperaturen, wie gesagt, der Futtersaft, der gibt eben wahnsinnig viel Dampf ab. Ja, Büdel haben wir eine ganze Reihe feuchte Regeln, er hat sie selber feuchte Regeln genannt, zu verdanken. Ne, unter anderem das, was ich eben schon erklärt habe mit der Heizung und oben. Das ist eben im Bienenstock. Eine seiner Erkenntnisse ist auch, dass er sagt, im besetzten Bienenstock, also in allen Bereichen, wo die Bienen sind, weil die sich so viel bewegen, haben wir den gleichen Wasserdampfdruck. Da ist also, obwohl jetzt unterschiedlich viel an manchen Stellen anfällt, in den Brutbereichen fällt jetzt mehr an als eben in anderen Bereichen. Und er sagt aber, dass er überall den gleichen Wasserdampfdruck hat. Und deswegen ist die Verteilung der relativen Luftfeuchte im Bienenstock, nur abhängig von der Temperatur. Das heißt, in den Brutbereichen ist es trocken und in den Randbereichen, je kälter es wird, desto höher wird die relative Luftfeuchte. Und deswegen fällt die Nässe, ein Bienenstock schwitzt, immer an der kältesten Stelle. Das hat Büdel ganz wunderbar alles hergeleitet und das stimmt eben überein mit dem, was wir dann auch sehen und wirklich beobachten können. Die Stocknässe geschieht eben in den kältesten Bereichen. Ja, also das ist eine dieser Wasserdampfdruckregeln, der feuchte Regeln. Wasserdampfdruck ist zur gleichen Zeit überall gleich groß. Da haben schon einige Wissenschaftler widersprochen und auch teilweise andere auch mit eigenen Messungen dann gezeigt, da sind doch auch Differenzen. Und wir selber haben auch Unterschiede gemessen. Wir halten es aber überschläglich für richtig. Und das ist eigentlich der Punkt. Also wir sehen, wenn wir, nehmen wir hier so ein Rähmchen. Wir haben selber gemessen beispielsweise, dass im Brutnest wir einen etwas niedrigeren Wasserdampfdruck haben als hier weiter unten. Und das haben wir in mehreren Messreihen wieder bestätigt. Und das liegt daran, da sind wir uns ziemlich sicher, weil wir es auch mit umgedrehten Versuchen dann eben umgekehrt festgestellt haben. Das liegt daran, wenn hier unten das Flugloch ist, in dem Fall war das so, unten ist das Flugloch, die Bienen fächeln, die beginnen wenn es ihnen zu feucht wird, dann fangen sie an, leichte Luftzirkulationen anzuregen. Die ersten Bienen im Brutnest, irgendwann wird es da zu feucht, das ist dann immer so, wenn die Außenverhältnisse, wenn es draußen warm wird. Und jetzt die ersten fangen dann an zu ventilieren. So, und die ventilieren immer, das wissen wir auch dank Büdel, die ventilieren immer zum Licht. Sie ventilieren immer zum Flugloch. Immer jede Biene, die irgendwo anfängt zu fächeln, ventiliert in Richtung Licht.
Das ist in dem Fall, weil wir da hinten das Flugloch hatten, genau, da hinten war das Flugloch, aber unten. Ne? Dann ist der hellste Bereich, Sie haben wahnsinnig effektive Sinnesorgane, wahrscheinlich haben Sie diese Ocellen dafür, diese 3 Punktaugen auf der Stirn, die sind sehr wahrscheinlich nur dafür da, den Lichteinfall exakt zu bestimmen. Also sowohl den Sonnenstand auch bei Bewölkung zu erkennen, als auch eben sich im stockdusteren Bienenstock bei Nacht noch orientieren zu können und zu wissen, wo ist das Flugloch. Ne? Und jetzt fangen die ersten also an zu fächeln die Luft nach unten und im Luftstrom fangen dann andere mit an zu fächeln und es bildet sich eine Belüftungskette in Richtung Flugloch. So, im Flugloch wird jetzt gar nicht mehr nach außen ventiliert, Sie machen jetzt keine Luftwechsel am Flugloch, allein durch Durchmischungsprozesse am Flugloch, ist wie beim Fenster auf Kipp, da haben Sie ja dann direkt hinter dem Fenster, haben Sie ja auch schon Luftwechsel. Sie müssen ja keinen Ventilator da reinstellen, damit Sie eine gewisse Belüftung erzielen. Sie haben also schon einen Luftaustausch direkt am Flugloch. Und jetzt findet hier schon Luftaustausch statt und weil ja jetzt hier ein Unterdruck darüber entsteht quasi, strömt also jetzt aus den anderen Richtungen erneuerte Luft wieder rein. Das heißt, allein durch das Belüftungsverhalten der Bienen kommt es jetzt zu einem leichten Wasserdampfdruckgefälle, weil von oben strömt jetzt eben trockenere Luft nach und die feuchte Luft wird nach unten weggefächelt. Ne? Deswegen kann man, das ist unsere Erklärung dafür, deswegen sieht man auch eben teilweise, je nachdem wann und wo man misst, eben einen Unterschied im Wasserdampfdruck. Und das ist einer der wenigen Punkte, wo wir Büdel ein ganz klein bisschen widersprechen müssen. Aber wir lassen das trotzdem so stehen, weil es im Großen und Ganzen richtig ist. Wir haben ein fast gleiches Wasserdampfdruck in den besetzten Bereichen. Und dieser Zusammenhang ist so wichtig der folgt daraus, dass die Stocknässe eben am kältesten Punkt entsteht. Und das ist richtig. Ja, deswegen, weil der Dampfdruck gleich ist, ist die relative Luftfeuchte, es ist lediglich die Temperatur dafür maßgeblich. Ja, die Bienenjunge schwitzt an der kältesten Stelle. Und das heißt, das bringt uns direkt zu der nächsten Erkenntnis, die Büdel über 30 Jahre versucht hat, in die Imkerschaft zu bringen. Und er ist gescheitert, es hat nicht gefruchtet. Er hat damals gesagt, um die Stockfeuchte zu verhindern, reicht es, wir können mit einer Dämmung, wenn wir sie oben drauflegen, erhöhen wir die Temperaturen unter dem Deckel in dem kompletten Bereich, auch hier drüben, und die relative Luftfeuchte hier sinkt. Und wenn sie nicht mehr bei 100% ist, ist es auch kein Kondenswasser mehr. Dann kann Kondenswasser nur nach unten anfallen. Wenn wir die Seiten dämmen, dann steigen die Temperaturen hier in diesen Randbereichen. Und dann ist auch hier keine Nässe mehr. Ja, und dann haben wir nur noch den Boden. Das heißt, man kann mit dem Auflegen, wenn man anfängt mit einzelnen Seiten Wärmedämmung aufzulegen, vertreibt man im Grunde die Stockfeuchte in die Bereiche, in die man will. Und so kann man, je nachdem wie stark man dämmt, die einzelnen Bereiche, die Stockfeuchte in den Bereich legen, wo er komplett unbedenklich ist. Und das ist nämlich wo? Am Flugloch, am Boden oder auf dem Flugloch. Da interessiert die Bienen die Stockfeuchte, nicht die Bohne. Ne? Also Imker stört es vielleicht dann trotzdem noch, wenn es da mal nass wird, aber für die Bienen ist das wirklich herzlich egal. Und das hat er damals, in den ersten Veröffentlichungen hat er schon darüber geschrieben. Seine erste Veröffentlichung, der Wasserdampfhaushalt im Bienenstock, die ist von 1943, glaube ich, da sagt er das schon. Da sagt er schon, mit einer Wärmedämmung lässt sich die Stockfeuchte eben vermeiden. Ja, und eine seiner Erkenntnisse eben ist auch, es gibt keine aufsteigende Feuchte nach oben. Es hat den gleichen Hintergrund, wie es gibt kein Aufsteigen der Wärme nach oben. Feuchtere Luft ist tatsächlich leichter als trockenere Luft. Das kennen wir, das ist ein Effekt, den wir über dem Meer kennen. Ne? Also die Luftschichten oberhalb des Meeres, die sind jetzt feuchter, die nehmen also Wassermoleküle aus der Wasseroberfläche auf. Jetzt sind große feuchte Luftflächen da und die sind jetzt wesentlich leichter, die steigen halt auf nach oben. Ne? Also diese Kräfte wirken, feuchte Luftbereiche sind leichter als trockenere Luftbereiche, aber es ist genau das Gleiche wie mit der Wärme im Bienenstock. Die engen Begrenzungen der Wabengassen, die verhindert das. Diese Kräfte können sich nicht entfalten, die Reibungskräfte, sie können die Reibungskräfte nicht überwinden, die eben vorliegen. Ne? Und jetzt kommt noch dazu, gerade wenn es um Feuchtigkeit, um Gas und CO2 geht, es gibt Veröffentlichungen, die philosophieren darüber, dass ja jetzt die ausgeatmete Luft der Bienen feuchter ist und deswegen fällt die nach unten ab. Steigt nach oben auf. So.
Also es ist nachweislich nicht so. Und wenn man jetzt über die ausgeatmete Luft oder den Stoffwechsel nachdenkt, da entsteht ja auch CO2. Und bei CO2 ist genau andersrum. Das heißt, die Luft, die jetzt da auftaucht bei den Bienen, ne, CO2 ist ja schwerer, die wird jetzt in die andere Richtung. CO2 möchte nach unten abfallen. Es ist aber jetzt nicht so, dass das dann tatsächlich so ist und CO2 so unten geht und Wasserdampf nach oben, sondern die wollen sich ja eigentlich gleichmäßig im Raum verteilen. Und diese Lufteinheit, die jetzt mit einer erhöhten Wasserdampfkonzentration und eine erhöhte CO2-Konzentration hat, die hat also jetzt beide Kräfte. Also Wasserdampf will die nach oben ziehen, CO2 nach unten ziehen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb es nicht dazu kommt. Tatsache ist, es kommt nicht dazu. Das wissen wir aus den ganzen Messreihen von Büdel. Ja, und noch eine großartige Erkenntnis von Büdel. Er hat damals schon nachgewiesen, dass die Wände einer Bienenwohnung nicht luftdurchlässig sein müssen und nicht diffusionsoffen sein müssen. Aus diesem Grund können nach Büdel eben auch Rähmchenabdeckungen im Winter verbleiben, wenn man gedämmt hat. Kondenswasser fällt eben nur an in den kalten Bereichen. Ja, die diffusionsoffene Bienenwohnung. Also es war damals schon eine Diskussion, das haben ihm viele einfach nicht geglaubt. Die Diskussion kam immer wieder auf. Er hat das immer wieder gesagt und hat immer wieder gesagt, Wärmedämmung, dann kriegt er die Stockfeuchte in den Griff. Ihr müsst keine Querlüftung, ihr müsst keine diffusionsoffene Beuten bauen. Also die Diskussion war damals eigentlich schon die gleiche wie heute. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, jetzt mache ich einen Versuch. Und dann hat er einfach eine Bienenwohnung, hat er komplett in einem Gummisack eingetütet. Und hat über ein Dreivierteljahr hat er gemessen, den kompletten Winter über auf jeden Fall, dann bis in den Sommer rein. Und hat einfach den Wasserdampfdruck in diesen beiden Wohnungen aufgezeichnet. Rot ist hier der Wasserdampfdruck in der Außenluft und grün und braun sind jetzt die jeweils einmal in der Beute mit Gummisack drumherum und die andere ohne Gummisack und die sind halt identisch. Ja, also ganz leicht verschieden, klar, gibt immer kleine Unterschiede. Beide ist es wieder zu sehen, sehr schön, dass also beide dem Außenverlauf folgen. Sie folgen immer quasi dem, was außen passiert. Und es ist eben auch sehr schön zu sehen, dass es da keinen Unterschied gibt. Also im Grunde hat er damals schon den Beweis auch gebracht, dass es keine Diffusionsoffenheit, dass es gar keine Diffusion durch diese Wände gibt. Der Flug, also das ist auch eine seiner Erkenntnisse, der Austausch der Gaskonzentration geschieht zu, ich glaube 95% hat er sich darauf festgelegt, durch das Flugloch. Und bei der Wärme ist es genau andersrum. Die Wärmetransporte gehen zu über 90% durch die Wände, zumindest bei dünnwandigen Beuten. Und eben ganz wenig nur durch das Flugloch. Ja, aber trotz dieser tollen Erkenntnisse von Büdel erfreuen sich eben heute die verschiedenen Klimadeckel und Klimazagen einer großen Beliebtheit. Also da ist ja eine neue Diskussion entbrannt und ich möchte da deswegen jetzt auch noch mal ein paar Worte zu verlieren. Das Ziel solcher Deckel, also der Grundgedanke ist ja richtig. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Stockfeuchte und einer Belastung für die Bienengesundheit. Also wir wissen, dass eine hohe Stockfeuchte verantwortlich ist für Auslöser sein kann für verschiedene Krankheiten, von Nosema, Ruhr. Wir kommen da später noch drauf, wenn es um die Gesundheit geht. Da zeige ich Ihnen auch ein paar Studien, die dann die verschiedenen Wirkungen und die Benefits von einem Wärmeschutz beschreiben und letztendlich auch von einer höheren Trockenheit beschreiben. Das heißt, dieses Grundanliegen ist ja völlig richtig, ist ja legitim. Und jetzt gibt es eben, Büdel hat uns eigentlich schon aufgezeigt, wie es gehen kann. Und jetzt gab es in der Vergangenheit, und dieser Gedanke ist auch gar nicht neu, es gab ja in der Vergangenheit schon die verschiedensten Versuche, nämlich Querlüftungen sind deswegen erfunden worden. Ja, man hat Querlüftungen angelegt und hat gesagt, komm, wir lassen einfach die Luft ordentlich durch, dann ist das Kondenswasser weg. Und ja, das ist im Grunde der Stockfeuchte auch geschuldet. Offene Böden sind auch deswegen erfunden worden ursprünglich mal, um die Stockfeuchte zu bekämpfen. Und die sind inzwischen eigentlich verschwunden, weil man inzwischen begriffen hat, dass das eine extreme Belastung für den Wärmehaushalt der Bienen ist. Das hat Büdel damals schon genau so beschrieben. Er hat gesagt, das ist eine unzumutbare Belastung für den Wärmehaushalt der Bienen. So, jetzt ist also die Grundidee, so eine diffusionsoffene Bauweise anzulegen und zu sagen, komm, wir nehmen so einen Deckel. Das ist ein Deckel, den ich tatsächlich selber gebaut habe, 2018. Ich hatte das damals auch ausprobiert. Da hatte ich einfach ein Gitter genommen, also keine diffusionsoffene Folie oder so, sondern einfach ein Gitter und dann mit Schafwolle gefüllt. Darunter als Abdeckung, dann, damit die nicht direkt an der Schafwolle sind, habe ich dann einfach ein Tuch aufgelegt gehabt. Und
Ja, also die Idee ist natürlich irgendwie ganz gut. Ich wusste damals nicht, dass schon andere vor mir auf die Idee gekommen waren. Selbst Gerstung hat da schon einen Versuch gestartet, in den, weiß gar nicht, also vor auch ewiger Zeit schon. Er hat eine Art Klimadeckel mit Torffüllung gemacht. Er wollte aber, das war genau der gleiche Gedanke, ne? Überschüssigen Wasserdampfdruck entweichen lassen, so dass er innen nicht kondensiert. Also diese Idee, dieser Grundgedanke ist ja richtig und kann man ja mal drüber nachdenken. Jetzt müssen wir aber darüber nachdenken, was ist denn eigentlich die Stockfeuchte? Wir wissen das ja anhand, wir können uns das eigentlich schon, ich habe das im Grunde schon so ein bisschen gezeigt hier, anhand der Messreihen von Bütel. Stockfeuchte ist ein Problem im Winter und vielleicht in den Übergangszeiten, nämlich immer dann, wenn wir einen Bienensitz haben in einem großen Raum. Und es gibt jetzt kalte Bereiche. In dem Moment, wo der Bienensitz groß wird und quasi mit seiner Wärme den ganzen Raum erwärmt, in dem Moment spielt die Stockfeuchte keine Rolle mehr. In Sommermonaten erst recht nicht. Also es gibt niemanden, der ein Stockfeuchteproblem im Sommer hat. Das ist immer ein Problem, kleiner Bienensitz, großer Raum. Was kann man denn ganz grundsätzlich dagegen unternehmen? Also wie kann man, ja? Ja, genau. Das ist tatsächlich, wäre jetzt der Punkt 3, den ich nennen wollte. Es gibt 3 Möglichkeiten. Und der dritte Punkt ist eigentlich, den wir aber jetzt nicht weiter verfolgen, weil der nämlich dann nichts mit den Klimazagen zu tun hat. Aber der Vollständigkeit halber, ja, den Raum kleiner machen, einen angepassten Brutraum letztlich. Ne? Wenn der Raum kleiner ist, dann ist das Verhältnis zwischen Bienensitz und Raum, jetzt ist das nicht mehr so groß und wir haben eben keine kalten Bereiche. Dann macht auch dieser kleine Bienensitz macht schon alles relativ warm und die Temperaturen sind überall höher und deswegen gibt es kein Kondenswasser und dann gibt es auch keine Stockfeuchte. Genau, das wäre die dritte Möglichkeit. Die hat aber jetzt nichts mit den Klimadeckeln zu tun, deswegen die nur am Rande erwähnt. Die erste Möglichkeit wäre ein Erhöhen der Temperatur. Und das ist genau das, was Büdel vorschlägt und das ist auch das Mittel der Wahl im Häuserbau. Wenn wir im Häuserbau an Wänden Stockflecken haben, Schimmel haben, dann um das zu vermeiden, wird das schon im Vorfeld gemacht. Man kann es aber auch natürlich im Nachhinein damit bekämpfen, indem wir außen eine Wärmedämmung anbringen. Dadurch, dass wir außen eine Wärmedämmung anbringen, werden die Temperaturen auf der Innenseite erhöht und deswegen ist die relative Luftfeuchte geht runter und deswegen fällt auch kein Kondenswasser an. Stockfeuchte ist übrigens nicht nur der Anfall von Kondenswasser, das geht schon früher los. Im Grunde geht das schon müssen wir sagen, ab einer relativen Luftfeuchte von 70% wachsen und gedeihen alle Bauschimmelarten, die wir so kennen, auf porösen Flächen wie Holz. Das heißt, im Grunde fängt, wenn wir jetzt neue Rähmchen wie diese in den Stock hängen, das ist dann unbehandeltes Holz, ne, dann kann da schon ab einer relativen Luftfeuchte von 70% geht das schon los, dann kann sich das schon verfärben, dann kann es da schon zu einem Schimmelwachstum kommen. Das liegt an einem Effekt, der nennt sich Kapillarkondensation, dass in den Poren des Holzes ist die Anziehungskraft für die Wassermoleküle so groß, dass sich da jetzt schon ein kleiner Wasserfilm bildet, die Kapillarkondensation, und darauf können tatsächlich manche Schimmelarten schon zugreifen. Denen reicht das schon, also Schimmel braucht immer flüssiges Wasser, aber diese Kapillarkondensation reicht denen eben schon aus. Das ist im Bienenstock aber nur ein Problem bei neuen Rähmchen. Ja, wenn die Bienen nämlich einmal damit eine Weile gearbeitet haben, dann propyllisieren die alles, haben sie eine wunderschöne Lackschicht drüber gesetzt und dann ist diese Kapillarkondensation weg. Ne, dann gibt es nämlich, also deswegen ist es, dass die Bienen propyllisieren, ist einmal für die Bienen sinnvoll und ist für uns Beutenbauer oder Imker eben auch ein schöner Effekt, weil wir weniger Probleme mit Stockfeuchte in diesen Bereichen haben, der relativen Luftfeuchte, sagen wir mal zwischen 70 und 100%. Bin ich ein bisschen abgeschweift, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Genau, also Erhöhung der Temperatur, wir setzen eine Wärmedämmung dran, in den Bereichen steigt die Temperatur, die Luft kann mehr tragen, in den Bereichen fällt kein Kondenswasser an. Die zweite Möglichkeit wäre, wir entziehen der Luft Wasser. Wir sagen jetzt einfach, also in Häusern, in Wohnungen zum Beispiel, stellt man sich einfach einen Luftentfeuchter hin, man holt jetzt Wassermoleküle raus, dadurch senkt man den Wasserdampfdruck. Also eine Absenkung des Wasserdampfdrucks, der absoluten Luftfeuchte, dann fällt natürlich auch unwahrscheinlicher ein Kondenswasser an. Das wäre die zweite Möglichkeit.
Also auf die Idee, in der Bienenwohnung einen Luftentfeuchter reinzustellen, ist noch keiner gekommen. Ich hoffe, das wird auch keiner versuchen. Also das ist immer die allerschlechteste Variante. Im vergangenen Jahrhundert wurde experimentiert mit Stockheizungen. Ja, also wenn der Mensch sich denkt, was ist denn gut für die Bienen und was können wir jetzt machen? Und er setzt eine Heizung rein, die steif irgendwas macht oder einen Luftentfeuchter. Ne? Das ist immer Quatsch. Also die Bienen haben also 40 Millionen Jahre das wirklich in Perfektion gelernt, ihren Bienenstock zu klimatisieren. Die brauchen nicht unsere Heizung und die brauchen auch nicht unsere Luftentfeuchter. Also das ist wirklich, das darf man nicht machen, sowas. So, aber jetzt ist ja die Frage, diese zweite Möglichkeit ist ja eigentlich die Funktionsweise, die Klimadeckel und Klimazagen anstreben. Das heißt, sie wollen im Grunde überschüssigen Wasserdampf durch eine diffusionsoffene Bauweise von innen nach außen abführen. Also die Grundannahme dabei ist, wir haben innen einen höheren Wasserdampfdruck als außen und wenn wir jetzt diffusionsoffen bauen, dann geht eben ein Teil dieser Feuchtigkeit da durch. So, aber ist das denn überhaupt richtig? Ist diese Grundannahme, ist das denn überhaupt richtig? Haben wir denn innen einen größeren Wasserdampfdruck unter dem Deckel? Also ich will Ihnen das immer anschaulich vergleichen. Wir besprechen jetzt quasi drei Deckelkonstruktionen. Einmal eine Klimazarge, die ausschließlich aus einer Folie besteht. Also das sind hochwirksame Folien, die lassen also wirklich sehr viel Wasserdampf passieren. Und dann ein Klimadeckel mit Wärmedämmung. Das ist im Grunde entweder auch so eine Folie unten oder ein Tuch und da drüber dann irgendeine Füllung, beispielsweise Holzspäne, Schafwolle, was auch immer. Also diffusionsoffene Materialien und das dann verglichen mit einem Standarddeckel. So, und da, zumindest auf die erste Methode, der Wärmeschutz einen großen Einfluss hat, schauen wir uns jetzt als allererstes mal an, welche dieser Konstruktionen bietet denn einen Wärmeschutz. So, und da wird ganz schnell klar, die Klimazarge, diese dünne Folie, bietet natürlich null Wärmeschutz. Ja, die Luftschicht darüber, an den Seiten sind 60 Löcher gebohrt. Das ist also eine bewegte Luftschicht. Für diese Luftschicht, ich hatte Ihnen eben mal erklärt, ab 3 cm Luftschichtdicke dürfen wir keinen Wärmeschutz mehr annehmen. Ne? Diese Klimazargen sind ja deutlich höher, weiß ich nicht, 15 cm, was auch immer, und sind obendrein auch noch belüftet. Also bei belüfteten Luftschichten darf man sowieso keinen Wärmeschutz annehmen. Weil die Luft ist ja in Bewegung, die nimmt die Wärme ja direkt weg. Also wie soll die denn schützen? Das geht nicht. Und die Folie selber hat ja auch null Wärmeschutz, das ist ja auch klar. So ein Klimadeckel mit Wärmedämmung hat natürlich in Abhängigkeit von der Füllung jetzt, hat natürlich einen Wärmeschutz. Also wenn Sie da 10 cm Schafwolle drin haben, ein ausgezeichneter Wärmeschutz. Ein Standarddeckel gedämmt bietet auch einen Wärmeschutz. Ist auch wieder abhängig von seiner Konstruktion. Also 2 cm Dämmmaterial haben natürlich einen schlechteren Wärmeschutz als 6 cm. Aber jetzt einfach mal ganz grundsätzlich, ein Standarddeckel bietet eben auch einen Wärmeschutz. So, jetzt gucken wir uns an, das war die erste Methode, die ich gesagt habe, wie man die Stockfeuchte verhindern kann. Durch ein Anheben der Temperatur. Das heißt, dafür ist jetzt der Wärmeschutz maßgeblich. Also welche von diesen Konstruktionen kann das denn theoretisch? Die Klimazarge kann es natürlich nicht, sie hat keinen Wärmeschutz, das geht nicht. Der Klimadeckel ist aber auch nicht ihr angestrebtes Ziel. Also es ist nicht so, dass sie das behaupten würden. Also ich glaube, sie behaupten teilweise, das Ding hätte einen Wärmeschutz. Egal, aber die Wirkungsweise, sie behaupten nicht, dass das die Wirkungsweise sei. Ein Klimadeckel mit Wärmedämmung, der stellt einen Wärmeschutz dar, der kann die Temperaturen unter dem Deckel anheben und da ist also das Ziel tatsächlich erfüllt. So ein Deckel kann die Stockfeuchtigkeit unter den Bereichen, wirklich nur unter dem Deckel, kann das verringern. Das ist jetzt hier in Klammern gesetzt, weil es gibt bei den Konstruktionen dann noch einen großen Nachteil. Aber vielleicht führt das zu sehr ins Detail. Na, ich sag's. Also, das Problem ist, der Taupunkt, also im Grunde wird durch einen Wärmeschutz der Taupunkt, der potenzielle Anfall, wo Kondenswasser anfallen kann, der wird nach außen geschoben. Also wenn Kondenswasser anfällt, der Taupunkt sagt, wenn Kondenswasser anfällt, wo fällt er an? So, und bei so einer Dämmung, die man aufbringt, dann wandert der Taupunkt nach außen.
So, und der wandert jetzt dann bei so einer Klimazage, bei so einem Klimadeckel dann beispielsweise in das Dämmmaterial rein. Das heißt, wenn Kondenswasser anfällt, dieser Kondenswasseranfall ist ja immer abhängig auch von den Außenverhältnissen. Ne? Aber es geht jetzt um den potenziellen Anfall und wir wollen den ja eigentlich auch so weit wie möglich nach außen treiben, damit er eben weg von den Bienen ist. Wenn er irgendwo in der Konzentration ist, ist das jetzt nicht so ein Drama. So, aber hier taucht jetzt das große Nachteil auf, wenn also Kondenswasser anfällt, dann fällt das jetzt in der Dämmung an und durch diese Diffusionsoffenheit unten kommt auch wirklich viel Wasserdampf dann in dieser Situation in den Deckel rein. Das heißt, wir kriegen dann eine Durchnässung dieser Wärmedämmung. Ja, im Häuserbau geht man hin und sieht zu, dass vor der Dämmung, also wenn wir jetzt außen eine Dämmung anlegen, dass vor der Dämmung Materialien sind, die die Diffusion nicht zulassen oder zumindest weniger gut zulassen als die Dämmung selber. Das heißt, wenn da jetzt Kondenswasser in der Dämmung anfällt, es kommt gar nicht viel hin, weil es kommt ja gar nicht viel durch die Wände durch. Und das ist hier bei so einer Konstruktion natürlich anders. Es macht also ein neues Problemfeld auf, wenn man damit arbeiten möchte. Aber die grundsätzliche Funktion, erstmal diese Stockfeuchte in den Griff zu kriegen oder die Stockfeuchte wegzukriegen, mit einem Klimadeckel, mit Wärmedämmung, ja, kann man machen, geht. Jetzt kommen wir zu der zweiten Möglichkeit. Kann das denn funktionieren? Und dafür müssen wir uns jetzt nochmal angucken, was ist denn die Situation? Wir wissen dank Büdel, der Wasserdampfdruckunterschied zwischen dem Bienensitz und der Außenluft. Der ist nach Büdel 100 bis 300 Pascal. Das ist ein sehr geringer Dampfdruckunterschied. Ich habe in meinen Beuteln, ich habe aber häufig auch mit längerem Tunnel, ich habe eine andere Geometrie, nutze ich messe da auch schon mal 400 Pascal in so einem Bienensitz in der Wintertraube. Das kann schon sein. Ne, also geht auch schon mal ein bisschen höher. Aber in unseren Standardbeuten ist er eher so 100 bis 300 Pascal. Das ist wirklich wenig, wenn Sie sich mal eine Größenordnung von den Druckverhältnissen machen. Unser normaler Luftdruck ist eben 100.000 Pascal, ne, umgerechnet in Pascal. Und der setzt sich ja zusammen aus den verschiedenen Teildrücken. Also, naja, auf jeden Fall, wir haben also einen sehr geringen Unterschied. Also im Bienensitz ist jetzt der Dampfdruck leicht erhöht gegenüber der Außenluft. So, was passiert denn jetzt? Der Dampf geht ja jetzt aus dem Bienensitz heraus. Was passiert denn jetzt? Die sitzen in einem Behälter mit Loch. Kann man in einem Behälter mit Loch ein Gas gefangen halten? Geht das? Gibt es da irgendwie eine Stauung? Also leuchtet eigentlich jedem ein? Nein, das geht nicht. Behälter mit Loch kann man kein Gas gefangen halten. Das heißt, dieser Überdruck an Wasserdampf, der da ist, der will sich jetzt direkt über das Flugloch schon ausgleichen. So, das heißt, wenn man sich das jetzt anguckt, im besten Falle für die Befürworter von Klimazagen, aber wirklich im besten Falle, haben wir einen konstanten Abfall des Wasserdampfdrucks zum Flugloch hin, ja, weil in den ersten Bereichen hinter dem Flugloch ist natürlich der Dampfdruck auf dem Niveau der Außenluft. Das kann nicht anders sein. Da gibt es keine Stauung, nicht bei so einem geringen Wasserdampfanfall wie in einer Wintertraube. So, und jetzt haben wir dann im besten Falle hier einen leichten Anstieg hin zum Bienensitz wieder, ja, je nachdem, wo sie sitzen. Und dann haben wir in manchen Bereichen unter der Folie im besten Falle einen Bruchteil des Wasserdampfdrucksunterschieds. Also es muss ja innen ein höherer Dampfdruck sein als außen, damit das funktioniert, damit Dampfdruck von innen nach außen geht. Ansonsten ist es für die Katz. Wenn da kein Dampfdruckunterschied ist, geht natürlich auch kein... Warum sollen Wassermoleküle durch so eine diffusionsoffene Folie gehen, wenn draußen genauso viele sind? Macht keinen Sinn, das machen sie nicht. So, das heißt, im besten Falle gibt es also einen ganz, ganz leichten Dampfdruck. Ich behaupte, da ist überhaupt kein Dampfdruck. Ja, aber ehrlich gesagt weigere ich mich, auch solche Messreihen zu machen. Das erübrigt sich nämlich. Es erübrigt sich total. Wenn wir wissen aus so vielen Studien, und wir kommen später noch dazu, habe ich schon erwähnt, dass der Wärmeschutz einen großen Benefit darstellt, einen großen Nutzen für die Gesundheit der Honigbienen darstellt. Wir haben eine höhere Frühjahrsbruttätigkeit, wir haben eine geringere Wintersterblichkeit, wir haben einen geringeren Totenfall, wir haben eine höhere Bruttätigkeit im ganzen Jahr, wir haben eine höhere Wehrhaftigkeit, wir haben mehr Flugaktivitäten. Es gibt so viele und eine geringere Stockfeuchte ist auch einer der positiven Aspekte von einem Wärmeschutz eben, ne, der auch in Studien festgestellt wird. Das heißt, es gibt so viele positive Eigenschaften von einem Wärmeschutz. Was bitte ist im Umkehrschluss dann die komplette Entnahme des Wärmeschutzes? Diese Klimazage nimmt am Deckel den kompletten Wärmeschutz weg.
Das muss jedem einleuchten. Dieser Umkehrschluss, den muss jeder sehen, dass wenn wir wissen, Wärmeschutz ist gut, was ist dann die komplette Entnahme des Wärmeschutzes? Es ist natürlich ein riesen Nachteil. Es ist ein massiver Eingriff in den Wärmehaushalt der Honigbienen. Meiner Meinung nach darf man sowas nicht machen. Es steht überhaupt nicht zur Diskussion, auf diesem Wege Feuchtigkeit abführen zu wollen, weil es so ein massiver Eingriff in den Wärmehaushalt der Bienen ist. Egal, jetzt gucken wir uns trotzdem an, kann es denn sein? Wie gesagt, ich gehe davon aus, darunter ist überhaupt kein Dampfdruck und deswegen passiert da auch nichts. Man kann sich dem Ganzen aber auch noch von der anderen Seite nähern, einfach mal theoretisch. Es leuchtet jedem direkt ein, dass die Temperatur, also an dieser Folie da oben, Bienen sitzen hier unten, die nehmen ja bei so einer Folie natürlich Abstand von der Folie. Die sind ja nicht so bescheuert und setzen sich ja direkt unter die Folie. Da ist ja Außenklima, da ist ja alles direkt weg. Also sie nehmen natürlich, versuchen Abstand zu nehmen, haben dann im Grunde ihren eigenen Wabenbau wieder als Wärmeschutz, aber bezüglich der Wärmetransporte, der Wärmestrahlung, wird übrigens tatsächlich nach oben alles geöffnet. Also die kann nach oben plötzlich ungehindert entweichen. So, das heißt, wir haben diese dünne Folie und in diesen 0,3 Millimetern, die da verwendet werden, da stellt sich natürlich kein Temperaturgefälle ein, weil diese Folie hat ja eben keinen Wärmeschutz. Das heißt, die Temperatur unmittelbar darüber, die Oberflächentemperatur da drauf und darunter, die sind natürlich exakt gleich. So, wenn die Temperaturen gleich sind, dann ist der Wasserdampfdruck darüber und darunter nur noch abhängig von der relativen Luftfeuchte. Was haben wir denn für eine relative Luftfeuchte im Winter draußen? Da haben wir relative Luftfeuchten, im Dezember haben wir durchschnittlich eine relative Luftfeuchte von, ich glaube, 81%. Habe ich noch KI gefragt, kurz vorher. Das war die Antwort. Ich nehme an, das ist richtig, in der Größenordnung auf jeden Fall. Das heißt, wir haben wahnsinnig hohe relative Luftfeuchten im Winter. Das heißt, innen muss jetzt die relative Luftfeuchte schon über 80% steigen, damit überhaupt die ersten Wassermoleküle auf die Idee kommen, von innen nach außen zu wandern durch diese Folie. Bei 80% sind wir schon längst in dem Bereich, wo es mit der Stockfeuchte losgeht. Also auch aus dieser Überlegung können wir eigentlich sagen, wie gesagt, ich denke, da ist sowieso kein Dampfdruckunterschied, aber auch aus dieser Überlegung mit den Temperaturen kann man sagen, es kann eigentlich nicht funktionieren. Und im Gegenteil, es wird ja sogar verschlimmbessert. Weil nämlich diese erste Methode, bei der Klimazage passiert ja genau das Gegenteil. Durch eine zusätzliche Wärmedämmung legen wir den Taupunkt nach außen. Wenn Kondenswasser anfällt, fällt es außen an. Die Klimazage macht ja das Gegenteil, die nimmt ja den Wärmeschutz weg. Der Taupunkt wandert nach innen. Das heißt, wenn Kondenswasser anfällt, dann fällt es jetzt näher an den Bienen an. Das ist wirklich falsch herum. Es ist komplett, mir fehlt das passende Wort, es ist eine Verschlimmbesserung. Es macht es nicht besser, es macht es schlimmer. Und aber obendrein, und das ist das alles Entscheidende, weshalb sich diese Diskussion komplett erübrigt, es ist eine Katastrophe für den Wärmehaushalt der Bienen. Man darf das nicht machen. Ja, als letztes, ich habe zufällig gesehen bei einem der großen Händler, die diese Zagen vertreiben, dass angepriesen wird als positive Eigenschaft einer solchen Zage mit nur einer Folie der Hitzeschutz. Ich habe mir auch wirklich die Augen ein bisschen gerieben für einen Moment. Was? Jetzt soll sie auch noch einen Hitzeschutz haben. Und dann habe ich weitergelesen, da steht dann, es erwärmt sich erst die Luft in der Zage, bevor der Bienenstock erwärmt wird. Sie haben den Begriff Hitzeschutz richtig erklärt. Sie haben den Begriff richtig genutzt. Aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich habe Ihnen ja eben schon ein bisschen erklärt, was der Hitzeschutz macht. Um einen Hitzeschutz zu erzielen, brauchen wir eine Kombination aus geringer Wärmeleitfähigkeit und hoher Masse. Oder nur eins von beiden und dann ganz, ganz viel. Also beispielsweise ultradicke Styroporschicht oder ultradicke Steinschicht oder eine Kombination aus beiden. Kann denn die Luft in der Klimazage das? Ich bringe das noch kurz zu Ende, dann. Nein, sie kann es natürlich nicht. Diese Luftschicht da oben stellt keinen Wärmeschutz dar. Sie hat eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit. Sie ist sogar noch belüftet. Wir dürfen da überhaupt keine Wärmeleitfähigkeit angehen. Der Wärmeschutz dieser Luftschicht ist gleich 0. Und die Masse der Luftschicht, ich bin mir nicht sicher, was wiegt die Luft? 30 in so einer Zage, 20 Gramm, 10 Gramm? Also fast gleich 0. Das heißt, da ist gar keine Masse, die erwärmt werden muss,
Mal ganz abgesehen davon, dass er ja sowieso belüftet ist und auch die Masse ständig wieder weg ist. Ja, also da ist nichts, was irgendwie zwischenspeichern könnte. Das ist ein reiner... Nee, ich sage einfach nur, wie es ist. Was das ist, das denken Sie sich. Also die Klimazarge kann das nicht. Die anderen beiden bieten aber übrigens der Vollständigkeit halber auch keinen großen Hitzeschutz. Ne? Nur die werben auch nicht damit. Also auch der Klimadeckel mit Dämmung in der Größenordnung, in der die eben arbeiten, mit, was weiß ich, 5 cm oder maximal 10 cm Wärmedämmmaterial ohne irgendeine Masse da drin, bieten die natürlich auch keinen Hitzeschutz. Und auch die Standarddeckel, die dann ein bisschen noch ein Holzbrett dabei haben und eine Dämmeinlage, auch die bieten keinen Hitzeschutz. Also das Fazit ist eigentlich, mein Fazit dazu ist, mit den Klimadeckeln kann man, wenn man unbedingt will, kann man damit arbeiten. Man sollte sich aber nicht der Illusion hingeben, dass das funktioniert, so wie es angepriesen ist. Das ist nicht so. Es hat eine Wirkung. Man kann die also, wenn man sie einmal hat, ach sorry, okay, dann. Ich habe das immer so verstanden, dass die Klimadeckel vor allem auch nicht primär für den Winter gedacht sind, sondern eher für Imker, die Probleme haben mit der Feuchtigkeit im Honig, dass es im Sommer dann sein könnte. Aus den Anführungen habe ich ja gelesen, Honigwürmer, gut, das unten ist warm, dann ist ja das Honigstapel oben drauf und wenn der vielleicht nicht so stark von Bienen besetzt ist, habe ich ja dort dann wieder eine etwas niedrigere Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit. Und wenn ich dann so einen diffusionsoffenen Deckel habe, weil im Sommer habe ich ja gerade unter dem Deckel von dem Bienenkasten, Sonne scheint drauf, sehr hohe Temperatur, also eine niedrige relative Luftfeuchtigkeit, dass dann das Abtrocknen des Honigs begünstigt wird. Dann Sinn machen unter dieser physikalischen Umfeld. Also unter dem Gesichtspunkt habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, will ich jetzt auf die Schnelle mich nicht festlegen, ob das funktionieren kann oder nicht. Da müsste ich jetzt auch mal drüber nachdenken. Aber grundsätzlich ist es mit Sicherheit sinnvoll. Also ich würde jetzt sagen, was auf jeden Fall funktioniert, ist auch da ein Wärmeschutz, höhere Temperaturen, niedrigere relative Luftfeuchte, Honig trocknet besser. Ganz einfach. Ne? Also das ist auf jeden Fall naheliegend, das funktioniert auf jeden Fall. Ob in dem Zusammenhang, in der Situation im Sommer, da haben wir einen deutlich höheren Wasserdampfdruck und da ist auch die ganze Beute belegt, die Bienen sind bis ran an dem Deckel, ja, dann liegt auch ein Dampfdruck oben unter dem Deckel an. Also würde ich jetzt auf die Schnelle sagen, ja, kann sein. Also könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn macht, dass da vielleicht tatsächlich das ein bisschen dazu beiträgt, dass der Honig schneller trocken wird. Vielleicht. Aber festlegen will ich mich da nicht. Also mein Fazit zu diesen Klimadeckeln ist, also wie gesagt, den mit der Dämmung kann man machen, wenn man die schon hat, dann braucht man sie nicht wegzuwerfen. Es wäre dann aber sinnvoll, die Dämmung kurz rauszunehmen, die Diffusionsoffenheit wegzumachen, einfach eine Folie drauflegen, Dämmung wieder drauf, dann hat man eine reine Dämmung und dann hat man auch nicht das Problem, dass das Dämmmaterial durchfeuchtet. Also dann ist diese Klimazarge wunderbar. So, und diese Klimazagen, die verbieten sich meiner Ansicht nach einfach aus Gründen des Wärmehaushaltes und obendrein funktionieren sie meiner Meinung nach aber auch nicht und stellen eher eine Verschlimmbesserung dar. Abschließend, das hat jetzt wirklich sehr viel Raum eingenommen, das hatte ich gar nicht unbedingt vor, aber abschließend möchte ich noch eine Sache dazu sagen und eine Frage aufwerfen, ob das denn überhaupt ein schlauer Weg ist. In der Klimazarge wird eine Unterspannbahn, eine Fassadenfolie aus der Bauindustrie verwendet. Das ist eine Folie, die auf der Außenseite von Häuserkonstruktionen angebracht wird. Kannst du das mal zeigen? Ach ja, stimmt, ich habe ja eine. Ja, hat Holger mitgebracht. Das ist hier so eine Klimazarge. Also diese Folien hier, das sind eben Folien, die in der Bauindustrie verwendet werden. Hocheffektive Folien, die eben den tatsächlichen Wasserdampf sehr gut durchlassen. Die werden in der Konstruktion, in der Klimazarge ist also hier drunter noch ein Holzgitter und eingerahmt in der Zarge von den Seiten überall Löcher, damit die Luft dadurch sich bewegen kann. Und teilweise wird die Folie aber auch verkauft und wird direkt aufgelegt auf den Oberträgern. Also teilweise haben die auch tatsächlich Kontakt direkt mit den Bienen. So, wenn man sich mal anguckt, wie diese Folien beworben werden im Internet, ja, die sind UV-schutzstabil, die erfüllen Brandschutzklassen, strenge EU-Normen für den Brandschutz. Die brechen nicht, wenn man die bewegt, weil die natürlich verarbeitet werden. Also das heißt, da sind mit Sicherheit ganz viele Additive drin. Aber ist das der richtige Weg? Die Frage will ich schon aufwerfen. Ist das denn sinnvoll? So, was kommt denn dann als nächstes? Ja, was kommt als nächstes? Wir können in den Baumärkten sind wunderbare Mörtelkübel.
Wir haben schon die Größe, passend für Bienenwohnungen. Da können wir ja einen Mörtelkübel halten. Das ist ja super. Können wir ein Flugloch reinbohren, oben, unten, Mitte, je nach Geschmack. Ne? Dann machen wir noch eine Klimaanlage draus, dann ist auch egal, dass die nicht diffusionsoffen sind. Das ist ja super, können wir ja Bienen drin halten. Ist das der richtige Weg? Ist das schlau, diese Materialien einzusetzen? Ich möchte das mal einfach so als Frage stehen lassen und nicht meine Meinung dazu sagen.